Heute war es stark bewölkt. In den Frühstunden kam von Nordwesten her Regen auf, der bis zum Nachmittag anhielt. Die Höchsttemperatur betrug 11 Grad. Sie lag um 19 Uhr noch immer bei 11 Grad. Nachts bei wechselnder Bewölkung noch Schauer, Tiefstemperaturen um 2 Grad. Morgen wechselnd zum Teil auch stark bewölkt und gelegentlich Schneeregen, Regen oder Graupelschauer. Höchsttemperaturen nur noch um 7 Grad. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Sehen Sie sich die jüngsten Arbeitslosenquoten an, dann erkennen Sie, dass der Westteil Berlins und Brandenburg mit jeweils 14,4% zu den Regionen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit gehören. Beim Thema Stellenabbau reagieren die Menschen entsprechend allergisch. In den Berliner Kabelwerken der Siemens AG sollen aus Kostengründen 600 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Dagegen haben die Beschäftigten am frühen Morgen vor dem Spandauer Werk protestiert. Sie wollen sich nicht auf die Rolle nehmen lassen, die 850 Beschäftigten des Siemens Kabelwerkes. Mit schwerem Gerät haben sie heute Morgen von 6:30 bis 8:30 ihr Werkstor verrammelt. Die Produktion drinnen stand völlig still. Der Lieferverkehr staute sich vor der Einfahrt. Keiner kam rein und keiner fuhr raus. Die geplante Verlagerung der Kabelherstellung nach Schwerin und Osteuropa würde für das Werk in Siemensstadt bedeuten, dass von 850 Arbeitsplätzen nur rund 200 erhalten bleiben. Und auch um die müsse man weiter zittern. Siemens hat in den letzten 3 Jahren 6.000 Arbeitsplätze in Berlin sozusagen klammheimlich Stück für Stück vernichtet. Jetzt soll ein großes Traditionswerk dran glauben, obwohl ökonomisch die Zahlen völlig okay sind. Und wir treten dafür ein, dass sowas nicht machbar ist. Der Siemens-Vorstand verteidigt die geplante Verlagerung wegen der angeblich besseren Wirtschaftsperspektiven in Schwerin. Für viele ein Grund mehr, endlich gleiche Förderbedingungen für West-Berlin zu schaffen wie in den neuen Bundesländern. Es kann nicht sein, dass wir hier im Westteil der Stadt diskriminiert werden. Und ich denke, dieses aktuelle Beispiel Siemens macht deutlich, dass hier die Bundesregierung gefordert ist und eine Gleichbehandlung durchsetzen muss. Der Berufsverkehr in der Siemensstadt jedenfalls bekam heute Morgen einen Eindruck von der Wut der Siemens-Belegschaft. Ob ihr Rufen allerdings auch in der Konzernzentrale in München gehört wird und ob die Reaktion dann positiver ausfällt als bei diesem gestressten Lkw-Fahrer, das werden die weiteren Verhandlungen zeigen. Nach 10 Tagen ist die UN-Klimakonferenz zu Ende gegangen. Von Berlin müsse ein Signal ausgehen, hatte Bundeskanzler Kohl am Mittwoch an die Teilnehmer appelliert und sie aufgefordert, mehr gegen die drohende Klimakatastrophe zu unternehmen. Herausgekommen ist am Ende ein Kompromiss. Mit dem sogenannten Berlin-Mandat erhalten die Industrieländer den Auftrag, über eine Begrenzung und Reduzierung aller Treibhausgase sowie über einen Zeitplan dafür zu verhandeln. Beschlossen werden soll erst 1997. Etwas nervös, aber auch erleichtert legte Angela Merkel dem Klimakongress das alles entscheidende Kompromisspapier vor. I declare the document adopted. Das Dokument ist jetzt das Berliner Mandat. Es ist der Auftrag, in den nächsten 2 Jahren zu verhandeln mit dem Ziel, die gefährlichen Treibhausgase auch über das Jahr 2000 hinaus zu begrenzen und zu verringern. Bis heute früh um 4 Uhr hatte eine kleine Ministergruppe diskutiert. Vor allem die USA hatten sich bis zuletzt gegen den Begriff CO2-Verringerung gesperrt. Jetzt ist er als allgemeines Ziel ohne Zahlenvorgabe im Mandat enthalten. Noch in einem anderen Punkt gaben die USA nach. Die Entwicklungsländer werden nun ausdrücklich nicht zu eigenen Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. Die Umweltgruppen, die kleinen Inselstaaten, aber auch manche aus der Europäischen Union sind enttäuscht, hatten sie doch auf wesentlich schärfere Verpflichtungen zum Schutz des Klimas gehofft. Trösten können sich die Kritiker nur mit einem: Die Tür zu weiteren Verhandlungen ist offen geblieben. Proteste von enttäuschten Umweltaktivisten dann auch im Plenarsaal. Doch zu diesem Zeitpunkt war der Verhandlungsauftrag schon längst beschlossen. Vor allem von Umweltschutzgruppen und der Allianz der kleinen Inselstaaten wurden Enttäuschung und Kritik über das Kompromisspapier geäußert. Sie haben es eben gehört. Bundesumweltministerin Angela Merkel wertete das Dokument als einen Erfolg. Mit ihr sprach Friedrich Moll. Frau Merkel, wenn es schon ein großer Erfolg war, dass weiter verhandelt wird in den nächsten 2 Jahren, muss man jetzt so bescheiden sein, dieses bereits als Erfolg zu werten? Ich habe vor der Konferenz häufig gesagt, was für mich ein Erfolg dieser Konferenz ist. Und dieses Ziel ist erreicht.
Wir haben ein substanzielles Mandat mit Politiken, mit Maßnahmen, mit Zeitzielen. Und deshalb ist für mich dies ein Erfolg. Der Prozess muss beschleunigt werden, das habe ich auch immer gesagt. Aber für mich ist es ein Erfolg. Halten Sie es auf Dauer für erträglich, dass die größten Bremser das Tempo bestimmen? Es ist nicht richtig, dass die größten Bremser das Tempo bestimmen, sondern die Vorreiterrolle der AOSIS-Staaten. Aber ich würde mal sagen, auch die Vorreiterrolle des Gastgebers haben ganz wesentlich zum Erfolg dieser Konferenz beigetragen. Und deshalb denke ich, es ist wichtig, dass es weiter Vorreiter gibt. Dann werden die Bremser auch weiter keine Chance haben. Was lässt Sie denn hoffen, dass sich in den nächsten 2 Jahren tatsächlich etwas bewegen wird? Es muss in den nächsten 2 Jahren ein Protokoll verhandelt werden, dessen Ziele klar vorgegeben wurden, und zwar durch diese Konferenz. Und zwar ist es so, dass wir mit diesem Mandat Aussagen über die Zeit nach dem Jahr 2000 machen. Und zwar sagen wir Begrenzungen und Reduktionen. Und gerade unter den Industrieländern, die dies betrifft, sind die Reduktionen ja der wesentliche Punkt gewesen. Und deshalb halte ich es für einen Erfolg, dass wir uns auf Begrenzung und Reduktion festlegen konnten. Bislang war dies nur eine Position, die von der EU, von der Europäischen Union geteilt wurde. Und ich wiederhole es nochmal, dass wir hier jetzt alle Industrieländer in einem Boot haben, ist ein Erfolg. Jetzt ein Überblick über weitere Nachrichten mit Dorothea Echte. Mehr als 675 Millionen Tonnen Kohlendioxid wurden während der UN-Klimakonferenz weltweit ausgestoßen. Das hat der BUND ausgerechnet. Die Umweltschützer hatten zu Beginn der Tagung eine Kohlendioxiduhr an die Gedächtniskirche gehängt. Damit sollte für mehr Klimaschutz geworben werden. Nach 20 Jahren gibt es wieder einen Rekord im Wohnungsbau. 1994 sind fast 580.000 neue Wohnungen entstanden. Im Westen Deutschlands wurden mehr als 500.000, in den neuen Ländern und Ostberlin rund 70.000 gebaut. Alliiertenwohnungen. Finanzsenator Piroth sah sich heute noch immer leerstehende Wohnungen in der ehemals französischen Siedlung Cité Foch in Wittenau an. Von insgesamt 6.000 Alliiertenwohnungen sollen jetzt 2.000 an Berliner vermietet werden. Hier sind es 144. Die Warmmiete liegt zwischen 16 und 18 Mark pro Quadratmeter. Bisher ist aber nur 1/3 der Wohnungen vermietet. Das Hauptproblem ist nach wie vor, dass es nur befristete Mietverträge bis 1998 gibt. Der wegen seiner Richtertätigkeit in der NS-Zeit in die Schlagzeilen geratene Präsident des Berliner Roten Kreuzes Schlegelberger hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 81-Jährige will sein Amt Ende Mai aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Hans-Joachim Giersberg ist am Mittag zum Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten berufen worden. Das teilten der regierende Bürgermeister Diebken und Brandenburgs Ministerpräsident Stolpe im Schloss Sizilienhof mit. Der 57-jährige Potsdamer Kunsthistoriker hatte das Amt bereits seit Jahresbeginn kommissarisch inne. Die Schlösserstiftung verwaltet in Berlin und Brandenburg über 700 Hektar Parkfläche und mehr als 150 historische Gebäude. Bund, Berlin und Brandenburg stellen für dieses Haushaltsjahr 73 Millionen Mark bereit, 27 Millionen davon zur Restaurierung. 3 Wohnungsbrände in der letzten Nacht sind vermutlich auf defekte Elektrogeräte zurückzuführen. In der Wilmersdorfer Bayerischen Straße setzte ein Fernsehgerät eine Wohnung in Brand. In der Bötzowstraße in Prenzlauer Berg gab es einen Kabelbrand. Ein Brand in der Spandauer Pionierstraße wurde wohl durch eine defekte Waschmaschine verursacht. Gerd Ellinghaus verzweifelt gesucht, so war es vor 2 Wochen. Der Ex-SFB-Mann und Makler sollte als Zeuge vor dem Flughafenuntersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses aussagen. Ellinghaus war nicht aufzufinden, aber heute war er da. Der umtriebige 49-jährige Ex-Berliner lebt jetzt auf Mallorca. Er sollte im Zusammenhang mit dubiosen Grundstücksgeschäften am Flughafen Schönefeld aussagen. Der Berlin-Brandenburg Flughafen Holding drohen Verluste in Höhe von 500 Millionen Mark, weil 1991 nutzloses Ackerland überteuert gekauft worden war. Der Abgang des Dr. Ellinghaus strahle man auch nach 1,5 Stunden Aussage im Flughafenuntersuchungsausschuss. Neuigkeiten aber gab es für den Ausschussvorsitzenden Rösler und die Parlamentarier nicht. Ellinghaus hatte von 1990 bis 1992 rund 30 Hektar Land in der Nähe des Flughafens Schönefeld gekauft. Preis damals 110 bis 270 D-Mark pro Quadratmeter. Welche Informationen hatten Sie über diese Grundstücke? Ich hatte die Information, dass dort ein Gewerbegebiet entstehen soll und die Gemeinde dort einen Bebauungsplan erstellen wollte, der Einzelhandel und Großhandel vorsah.
Natürlich habe er von den Ausbauplänen in Schönefeld gewusst, mit seinen Grundstückskäufen aber nur auf das Pferd Gewerbeansiedlung gesetzt. Mit diesen hochspekulativen Käufen aber ging er baden. Durch fehlende planungsrechtliche Entscheidungen durfte nicht gebaut werden. Ellinghaus stürzte zumindest mit diesem Geschäft ab. Schaden, sagt er, 7 Millionen D-Mark. Das waren Anzahlungen für die Grundstückskäufe an die Verkäufer. 2 Millionen D-Mark bekomme er zudem von dem Liechtensteiner Unternehmen ZAI. Die Waduzer Firma hatte die Ellinghaus-Grundstücke gekauft, sei jedoch dann vom Kauf zurückgetreten. Es hat schon einen Einblick darin gegeben, wie Spekulationsgeschäfte gelaufen ist, die schließlich dann dazu geführt haben, dass die Flughafengesellschaft horrende Preise gezahlt hat. Und er selber, was haben Sie da für einen Eindruck? Er selber hat wohl nicht die besten Verträge geschlossen gehabt. Ich meine, vorsichtig sagen zu können, dass Herr Ellinghaus sicherlich sehr risikofreudig agiert hat, um nicht zu sagen, was er spekulieren wollte. Er hat nach meinem Empfinden diesen Eindruck hier nicht so ganz verwischen können. Von ihm übrigens ist er enttäuscht. Momper sagt, er habe geschäftlich nichts gebracht. Der so arg gebeutelte, nach Mallorca ausgewanderte Immobilienkaufmann nun gar nicht mehr der Strahlemann. Also ich habe, wenn Sie mir den Ausdruck gestatten, dieses Theater hier überhaupt nicht verstanden. Ich sei auf der Flucht oder verschwunden oder würde nicht zu finden sein. In den Berliner Zeitungen stand im letzten Herbst, wohin ich gehe, was ich mache. Und so macht er weiter. Projektentwicklung auf Mallorca nennt sich das im Klartext. Immobilien- und Grundstücksverkauf. Eine drohende Zwangsvollstreckung. Ehemalige Mitarbeiter fordern eine gute Million von ihm, schrecken ihn nicht. Schnell raus aus dem nasskalten Berlin, zurück nach Mallorca. Dieses Datum können sich Berliner im Kalender rot anstreichen. Am 22. Oktober wird das Abgeordnetenhaus neu gewählt. Der Koalitionspartner SPD hat den Entwurf seines Wahlprogramms vorgestellt. Die Spitzenkandidatin Ingrid Stamer, die Eberhard Diepgen als Regierungschef im Oktober ablösen will, erklärte, wo die Partei Schwerpunkte setzt. Die Weichen sind auf Sieg gestellt. Ein Programm mit Optimismus und wenig Geld präsentierte heute Spitzenkandidatin Ingrid Stamer. Einer der Schwerpunkte der Wohnungsbau. Hier soll nicht gespart werden und Neubauten sollten keineswegs nur für Bonner Beamte hochgezogen werden. Die Innenstadt darf kein unbezahlbares Luxuszentrum werden. Aber ein Patentrezept hat auch die SPD nicht parat. Wir haben dazu auch vorgesehen, noch einen größeren Fachkongress zu machen und viele, viele Fachleute zu beteiligen, weil das Ei des Kolumbus immer noch nicht gefunden ist, wie wir tragbare Mieten und dennoch gute Instandsetzung und gute Bauweise für Häuser finanzieren können. Ein weiterer Schwerpunkt des Programms, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Auch hier soll das Geld reichlicher fließen, um Dauerarbeitsplätze zu finanzieren. ABM-Maßnahmen können den Arbeitsmarkt auf lange Sicht nicht stabilisieren. Wirklich zukunftsträchtige Arbeitsplätze zu finden, dafür müssen wir noch viel mehr alle Kräfte, die in Berlin vorhanden sind, bündeln. Wir machen auch dazu Veranstaltungen. Wir wollen dazu alle Leute an einen Tisch bringen, die hier etwas entwickeln und tun können. Denn einfach nur denjenigen, die zurzeit keine Arbeit haben, einen Trostarbeitsplatz zu geben, das kann keine Zukunft für Berlin sein. Natürlich muss dabei die Wirtschaft mitspielen. Nur die schnelle Fusion von Berlin und Brandenburg könne das Abwandern von Betrieben ins Umland und damit den Verlust von Arbeitsplätzen verhindern, heißt es in dem SPD-Papier. Eine Koalitionsaussage wurde heute nicht gemacht, die Tolerierung der PDS allerdings ausgeschlossen. Der vorgelegte Programmentwurf wird noch eine Reihe von Veränderungen erfahren. Erst der Parteitag Mitte Juni wird das SPD-Wahlprogramm endgültig beschließen. Und jetzt noch mal Kurzinformationen in den Nachrichten. Das Verwaltungsgericht ist immer stärker belastet. Vor allem Verfahren zum Ausländer- und Asylrecht haben im vergangenen Jahr stark zugenommen. Ende 1994 waren über 23.000 noch unerledigt. Das sind 6.000 Verfahren mehr als 1993. Auch das Oberverwaltungsgericht registriert deutlich mehr Beschwerde- und Berufungsverfahren. Die Identität des Anfang April in der Wuhlheide im Berliner Bezirk Köpenick aufgefundenen Toten ist geklärt. Es handelt sich um den 48-jährigen Klaus Korleck aus Karlshorst. Er war seit Mitte März als vermisst gemeldet. Am 16. Dezember wurde er zuletzt lebend gesehen. Der Mann ist erstochen worden. Kampf dem Stau. Verkehrsstaatssekretär Schmidt hat heute 8 Ampeln in Moabit so schalten lassen, dass auf insgesamt 3 Kilometern die Autos auf einer grünen Welle problemloser durch den Verkehr kommen. Die wichtigsten Verbindungen sind die Stromstraße mit der Kreuzung Alt-Moabit sowie die Altonaer und Levezzo-Straße. Kosten der Umstellung 70.000 Mark. Ostdeutsche Universitäten werden bei Weststudenten immer beliebter.
Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur DDP-ADN. Spitzenreiter ist danach die Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf. Dort sind bereits mehr Kommilitonen aus West- als aus Ostdeutschland eingeschrieben. Wegen Kranarbeiten wird die Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain von heute Abend 22 Uhr bis Montag 4 Uhr früh gesperrt. Aus diesem Grund muss auch der Schienenersatzverkehr der U-Bahn-Linien 1 und 15 zwischen den Bahnhöfen Schlesisches Tor und Warschauer Brücke eingestellt werden. Diese südostasiatischen Bartschweine sind die jüngste Neuerwerbung im Zoo und eine äußerst seltene dazu. Außer in Berlin kann man sie nur in den Zoos von Singapur und San Diego sehen. Im Oktober kamen sie aus Asien hierher, waren dann 3 Monate in Quarantäne und haben sich mittlerweile schon sehr gut eingelebt. Den Namen haben sie wegen ihres ungewöhnlichen Haarbüschels auf der Nase. Die Basketballer von Alba Berlin treten um 20 Uhr gegen den TTL Bamberg zum zweiten Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft an. Das Heimspiel der Albatrosse läuft in vertrauter Umgebung in der Sömmeringhalle in Charlottenburg. Wir schalten jetzt direkt zu Dieter Gruschwitz. Dieter, Alba hofft auf eine volle Halle und auf volle Unterstützung der Fans. Wie sieht es denn damit aus? Ja, damit können Sie in der Tat rechnen. Es wird wieder eine ausverkaufte Halle geben. Rund 3.500 Zuschauer werden dann ab 20 Uhr die Halle füllen. Im Moment laufen die letzten Vorbereitungen für die beiden Mannschaften. Es ist hier in der Tat ein Phänomen mit dem Basketball in Berlin. Das Fieber reißt einfach nicht ab. Die Zuschauer wollen ihre Mannschaft nach dem internationalen Titel nun auch noch zum nationalen deutschen Titel treiben. Die Ausgangsposition ist ja bekannt. 3 Siege braucht Alba Berlin in den Halbfinalspielen gegen den TTL Bamberg, um das Finale zu erreichen. Der erste Erfolg klappte am vergangenen Sonntag in Bamberg. Heute soll der zweite folgen und der dritte dann möglicherweise dann schon am kommenden Sonntag wiederum in Bamberg. Übrigens heiß begehrt hier in der Sporthalle Charlottenburg ist eine Videokassette. Hier ist sie zu sehen. Der Korac Cup, der Höhenflug der Albatrosse. Eine Produktion des SFB, eine 90-minütige Dokumentation über den Erfolg von Alba Berlin im Korac Cup. Heute hier in der Halle zu erwerben. Ab der nächsten Woche dann überall im Handel und in den SFB-Shops in der Stadt zu erwerben. So, wir erwarten ein tolles Spiel, hoffen natürlich auf das richtige Ergebnis. Eine etwa halbstündige Zusammenfassung gibt es dann auf B1 ab 23.50 Uhr und damit erst einmal zurück ins Studio. Ich sage vielen Dank. Vor 100 Jahren haben die Bilder laufen gelernt. Im Martin-Gropius-Bau dreht sich jetzt alles ums Kino. Der Titel der Ausstellung ist dreisprachig: Kino, Movie, Cinema. Und das sagt schon, dass der Film viele Väter hat. Berlin ist eine der Geburtsstätten des Films und hier wird der 100. Geburtstag auch besonders gewürdigt. Ein Höhepunkt der Ausstellung ist Marlene Dietrichs persönliche Sammlung, die zum ersten Mal zu sehen ist. Michael Strauven ist jetzt im Martin-Gropius-Bau. Michael, die Eröffnung ist als gesellschaftliches Ereignis angekündigt worden. Sind denn noch all die wichtigen Leute gekommen? Ein bisschen unruhig hier um uns herum, weil vor Sekunden die Eröffnung gerade abgeschlossen wurde. Die Sonntagsreden sind gehalten. Die Gäste flanieren jetzt hier durch die Hallen. In der Tat ist Marlene Mittelpunkt der Ausstellung. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet. Vielleicht können wir die mal abfahren. Und dann machen wir ein paar Interviews zur Ausstellung. Da ist der Shanghai Express, so wie er hier in der Ausstellung steht, mit Fotos und Requisiten von Marlene. Aber nicht nur Marlene, da ist King Kong aus den Babelsberger Werkstätten. Ihm gegenüber die Schönen der Filmgeschichte. Die Schönen und das Biest heißt auch der Raum. Dann ein wunderschöner Raum mit Fotos von Marilyn Monroe, Fotos von Sam Shaw, ihrem Lieblingsfotografen. Und schließlich ein Höhepunkt. Es gibt viele davon. Ein Film, den jeder, auch Leute, die nur am Rande Film lieben, wirklich kennt und liebt. Das Piano und der Hocker aus Casablanca. Ja, wir haben jetzt hier neben uns 2 illustre Gäste. Da ist der Sohn von Josef von Sternberg, Nikolaus von Sternberg, hallo, und Peter Riva, der Enkel von Marlene Dietrich. Niklas von Sternberg. Is it a good idea to remember cinema in non-moving objects? Let me translate. Ich frage, ob es eine gute Idee ist, sich an bewegte Bilder mit unbewegten, mit stehenden, mit nicht bewegbaren Gegenständen zu erinnern. I think it's a very good idea for a couple of reasons.
Number one, I think it's important that the general public look at film as an art form because it will stimulate the production of films as art rather than stimulating them particularly as a commercial enterprise, the way that they... Let me translate. Also ein Aspekt ist, dass durch solche Ausstellungen klar wird, dass Film eine Kunstform ist und nicht nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, viel und schnell Geld zu machen. And the other main point is that films are composed of a great number of details. They're composed of a number of details that become a homogeneous image. And they have to be remembered as details of the whole. I think it is useful to see them as details, particularly for filmmakers and for future filmmakers. Okay. So it's very beneficial. Thank you. Niklas von Sternberg ist übrigens Kameramann. Er sagt, die Details, die kleinen Requisiten, die machen erst klar, woraus ein Film besteht. Aus Hunderttausenden von Kleinigkeiten. Kein Wunder, dass Marlene 120.000 Einzelteile in ihrer Sammlung hatte. Peter Reaver. Yes. Do you think Marlene is remembered in a good way in this hall? Absolutely, because she's both the artist and the art form. Marlene is one of the few performers, and a good German performer, who became the art form herself. It's like Picasso painting himself. I should translate. Okay, die Antwort ist einfach, ja, wunderbar repräsentiert, weil Marlene ist die Kunstform und das Kunstobjekt zugleich. Besser kann man es nicht sagen. Die Ausstellung läuft noch 3 Monate. Vielen Dank, Michael Straufen. Gute Stimmung dort. Wir kommen zu unserem Ausflugstipp. Müggelsee, Müggelturm, Müggelberge. In diese Ecke Berlins führen wir Sie gleich. Dort gibt es viel Wasser und Wälder. Und sogar in der eigenen Stadt, wie man sieht, kann man auf Entdeckungsreise gehen. Berlin mit seinen 23 Bezirken ist eben eine sehr große Stadt. Müggel geht übrigens auf das altdeutsche Wort Miggel zurück oder auch auf Michel für groß. Frühlingserwachen in den Müggelbergen. Erstes Grün bricht aus der Erde und die Vögel zwitschern sich den Winter aus den Kehlen. Zeit für lange Familienspaziergänge rund um den Müggelturm. Noch verlieren sich wenige Wanderer in die Berge zwischen Dahme und Spree, den höchsten natürlichen Erhebungen Berlins. Beherzt bringt der neue Pächter Leben in die heruntergekommene Turmanlage. Wir führen Senioren-Tanz-Tee-Veranstaltungen durch, regelmäßig, was in der letzten Zeit hier sehr gefehlt hat. Wir führen exotische Tanzabende durch, spanische Nacht, griechische Nacht zum Beispiel. Und regelmäßig stellen hier Künstler aus, sowohl einheimische Berliner Künstler als auch ausländische. 1889 ließ der Wäschereibesitzer Wilhelm Spindler den ersten Müggelturm im Pagodenstil erbauen. Der brannte 1958 bei Restaurierungsarbeiten ab. Bereits 3 Jahre später stand der heutige Turm. Die Plattform liegt 120 Meter über dem Meeresspiegel. Bei klarer Sicht hat man einen 50 Kilometer Rundblick über die Seenlandschaft. Ein Überbleibsel der Späteiszeit ist der Teufelssee. Von ihm erzählen sich die Leute, dass in der Tiefe eine verfluchte Prinzessin wohnt und bei Vollmond junge Burschen zu sich lockt. Besonders an trüben Tagen ist die Mystik der Gegend zu spüren. Zum See führt ein 3 Kilometer langer Naturlehrpfad. Er beginnt neben dem Moor vor dem Forsthaus. Ein Haus, das auch etwas zum Walde sagen soll, den Leuten, die hier zu uns kommen. Und das sind Familien, das sind Einzelbesucher, das sind aber auch Schulklassen. Und wir machen Führungen, Vorträge, Ausstellungen, aber auch Weitspiele mit den Kindern, sodass, ich denke, für jeden etwas dabei ist. Neben Eidechsen und Ringelnattern brüten hier 90 Vogelarten. Zum großen Müggelsee sind es 10 Minuten zu Fuß. Ausflugsdampfer starten hier zu einer Seenrundfahrt um die Müggelberge. Der Uferpfad führt direkt zum Hotel Müggelsee. Müde vom Wandern lässt sich im Seerestaurant in gepflegter Atmosphäre hervorragend entspannen. Fischgerichte, selten teurer als 20 Mark, sind hier die Spezialität. In der Spätabendschau um 22 Uhr geht es um klammheimliche Mietsteigerungen durch überhöhte Betriebskosten. Olaf Krieger moderiert. Morgen um 19.25 Uhr begrüßt Sie Angelika Neumann hier an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Abend.